Ja, Tag auch. Ich bin der Mathis. Ich bin heute hier in Wissen an der Sieg. Hier gegenüber von Schloss Schönstein. Da im Hintergrund sieht man es. Und ja, heute geht es weiter im Testlauf mit dem neuen Gummotex Seashine. Diesmal ein bisschen wilderes Wasser. Aber ich bin nicht allein. Heute mit dabei ist wieder der Olaf. Hallo Mathis, freut mich. So, noch eben die Spritzdecke schließen. Mal gucken, ob der neue Pinüppel hier heute hält. Oh, das sieht doch gut aus. Vielleicht war es beim letzten Mal irgendwie komisch aufgebaut. Oder der Pinüppel hatte einen Materialfehler. Das ist ja durchaus auch im Bereich des Möglichen. So, Olaf, sind wir soweit? Wunderbar. Ja, der Pegelstand heute bei 1,55 in Betzdorf. Man sieht, es geht flott voran hier, aber durchaus noch vertretbar, denke ich, hier lang zu paddeln. Knappe 21 Kilometer paddeln wir heute hier auf der Sieg bis nach Schladern. Kurz vor dem Siegfall boten wir dann wieder aus, da steht mein Auto. Und ja, kommt mit, seid dabei. Und wie immer auch in diesem Video der Hinweis, dieses Boot wird mir für die Dauer des Tests kostenfrei von Gummotex zur Verfügung gestellt. Wenn ich die Tests beendet habe, geht das Boot wieder an Gummotex zurück. Also ich stelle fest, die ersten Wellen, die machen schon Spaß. Und das Boot ist nicht so laut in den Wellen, wie ich erwartet habe. Ich habe Reviews vom Rush gesehen, ohne dass ich es gefahren bin, muss ich dazu sagen. Aber aufgrund des Dropstitch-Bodens soll das ja bei Wellen so aufs Wasser schlagen und durchaus laut sein. Im Gegensatz zum Seawave, was ja nun mal das Vergleichsboot hier ist, muss ich aber sagen, fand ich es in der Lautstärke jetzt ungefähr gleich. Also ist mir jetzt nicht unangenehm aufgefallen, dass es irgendwie lauter ist. Kommt vielleicht auch durch die V-förmige Ausformung des Bodens. So, jetzt muss ich mal auf den Olaf warten, sonst bin ich nämlich gleich in Schladern. Du bist ein Stück schneller mit dem langen Boot, glaube ich. Also viel machen muss man heute tatsächlich nicht, um zügig voranzukommen. Da ist schon ordentlich Strömung hier unterwegs. Ja, oder fantasiert hier schon übers Mittagsschläfchen. Aber ich will ja das Boot testen, nicht hier chillen. So gemütlich kommst du mir heute nicht davon, beim nächsten Mal wieder. Wie lange ist es noch? Hunger, Pitti, müde. Hey, ich habe da mal ein Video gemacht übers Paddeln mit Kindern. Das könnte ich jetzt an dieser Stelle verlinken. Oh, hier kommst du dir vor wie auf der Autobahn. Wenn du hier mal anfängst zu paddeln, dann geht das ab wie Schmitz Katze. Ja, landschaftlich ist das schon echt schön hier. Guck mal da, der Bach. Wieder ein paar extra Liter.
So, ich musste noch mal ein bisschen nachjustieren hier, die Lehne irgendwie ein Stückchen weiter nach vorne stellen, weil ich den Stemmbügel mit den Pedalen dran zu weit in die Richtung gebaut habe. Das geht dann doch irgendwann auf den Rücken. Jetzt sollte das wieder vernünftig funktionieren und ich kann hier wieder raus aus dem Sumpf. Viel besser. Spaßiger Fluss. So, ich wollte ja noch ein bisschen weiter auf die Ausstattungsmerkmale vom Seashine eingehen im Vergleich zum Seawave. Wir haben die Kenterleine, die nicht mehr vollkommen rumgeht, sondern vorne ein Stückchen und hinten ein Stückchen. Ich habe mich erst gewundert und dachte, da hat mal wieder einer ein paar Euros sparen wollen in der Produktion. Aber nein, das Ganze hat tatsächlich den Grund. Es gibt Leute, die paddeln etwas technischer als ich. Und wenn die hier nah am Boot das Paddel einsetzen, in einer relativ steilen Paddeltechnik, dann verheddern die sich in der Kenterleine. Ich habe keinerlei Paddeltechnik. Ich paddel ja ziemlich flach. Für mich ist das kein Problem, wenn da jetzt noch eine Leine hängt. Ich fand die Leine ganz im Gegenteil sogar relativ praktisch, um das Boot mal dran festzuhalten oder aus dem Wasser ziehen zu können. Aber ich kann den Grund schon nachvollziehen. Wenn jemand wirklich hier nah am Boot das Paddel eintaucht, dann ist so eine labbrige Leine oder etwas labbrige Leine, die da hängt, durchaus schon nervig, wenn man sich da mit dem Paddel verhakt. Mitunter sogar gefährlich. Und wer mag, 1 bis 2 Beschläge an jede Seite und ich kann mir die Leine dann auch ganz durchziehen. Ja, ein weiterer Unterschied dadurch, dass wir hier beim Verdeck in der einer Version vorne ein Netz haben und keine Leinen mehr, was ich sehr gut finde, weil ich finde, unter so einem Netz kann man Sachen viel besser verpacken, verstauen, verzurren als unter so einen einzelnen Leinen. Fehlt aber mir persönlich einer dieser Haken. Vorher waren es 3 in einer Reihe, jetzt sind es nur noch 2. Für meine Packtasche, für meine Decktasche brauche ich aber 3 Haken. Dazu habe ich einfach einen meiner Kletthaken, die ich mir mal fürs Seawave schon gebaut habe, dort eingeklettet auf beiden Seiten. Habe jetzt 3 Zurpunkte, 3 Haken. Problem gelöst. Eine weitere Überarbeitung im Gegensatz zum Seawave findet man
am Heck des Bootes, und zwar gibt es dort mittlerweile 2 Löcher. Eines für die Aufnahme des Steuers und für die Befestigung, und das zweite ist tatsächlich ein Linzloch ganz am Ende des Bootes. Wer meine erste Testfahrt hier im Seashine gesehen hat, der hat vielleicht am Ende bemerkt, dass ich das Boot aufrecht stelle. Da habe ich das von mir reingebrachte Wasser durch eben dieses Loch gelinst. Ja. Grundsätzlich ist das Boot aber hier kompatibel mit der alten Steueranlage. Das heißt, wer eine alte Steueranlage besitzt, kann die auch an diesem Boot hier anbringen. Was dann natürlich fehlt, ist das zweite zusätzliche Loch oben in der Halterplatte, durch das man eben auch mit montiertem Steuer lenzen kann. Aber ich würde mal so sagen, wer einen Bohrer besitzt und ein wenig handwerkliches Geschick, der sollte sich das im Zweifel auch selber nachrüsten können. Ja, wie man bei mir sehen kann, habe ich kein originales Steuer zur Hand. Ich hatte mir damals das Originale im Endeffekt nachgebaut, und ich bekomme es ja hier auch dran. Ein bäriger Typ aus Bayern sagte einst, Vitamine sind wichtig, darum Spekulatius. Ah, leckerchen. Danke. Schöne Grüße, Flo. Also ich muss sagen, die Reißverschlüsse vorne, die begeistern mich mittlerweile. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, so nach dem Motto, braucht man das überhaupt? Man kann doch hier so hoch machen, aber das An- und Abkletten des Verdecks ist doch deutlich aufwendiger, als mal eben den Reißverschluss hier einmal aufzuziehen. Und ja, an so Kleinigkeiten kommt man gut ran. Neben dem ganzen Siff, den ich mit meinen Schuhen reingebracht habe, kann man auch die V-Form des Bodens schön erkennen. Das sieht lustig aus, ne? Jetzt hast du so ganz viele Inseln. Ist halt bei dem Wasserstand interessant. So, mittendurch, oder? Ab durch die Mitte. Hier ist die offizielle Aussetzstelle Roßbach. So, jetzt müssen wir mal gucken, hier müsste gleich irgendwo hinter der Kurve unser Ausstieg sein. Genau, schön auf dem Radweg abgestellt. Aber dann haben wir den ganzen Siff nicht da hinten. Weißt du, kann man das gleich da schön auf
Den Beton legen. Bisschen abtrocknen lassen. Und dann komme ich da oben halt mit dem Auto hin. Das war eine andere Kategorie dann. Ich hätte meinen Sack vorher rausnehmen sollen. Ne? Geht? Das ist der Autoschlüssel, der wiegt so viel. Jo, wir haben hier mittlerweile alles im Auto verstaut. War eine nette Tour, Olaf. War klasse, ja. Hat mir super gefallen. Und ich muss sagen, das Seashine macht auch eine ganz gute Figur in wilderem Wasser, finde ich. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.